Die Stadt erwachte unter einer Decke aus Eis und Schnee. Es war einer dieser Morgen, an denen die Luft so kalt war, dass sie in den Lungen brannte. Der Wind fickte gnadenlos durch die leeren Gassen, wirbelte weiße Flocken auf und ließ die Welt in einem trüben Grau erscheinen. In einer vergessenen Nische zwischen Mülltonnen und alten Kartons lag sie. Eine Hündin, deren Fell einst glänzte, nun aber matt und verfilzt war. Sie zitterte nicht nur vor Kälte, sondern vor Erschöpfung. Unter ihrem ausgezehrten Körper regte sich etwas. 3 kleine Leben, kaum wenige Wochen alt. Sie drängten sich an den Bauch ihrer Mutter, suchten verzweifelt nach Wärme. Die Hündin wusste, dass ihre eigene Körperwärme kaum noch ausreichte. Sie hatte seit Tagen nichts gefressen. Jeder Windstoß war wie ein Peitschenhieb und sie drückte sich fester gegen die kalte Mauer, um ihre Kinder zu schützen. Ihre Augen waren schwer, doch sie durfte nicht schlafen. Nicht jetzt. Die Stadt begann zu leben. Schritte hallten auf dem Gehweg wider. Schwere Stiefel, elegante Schuhe, eilige Füße. Hunderte von Menschen strömten vorbei, jeder gefangen in seiner eigenen kleinen Welt. Sie sahen auf ihre Uhren, auf ihre Telefone, in die Ferne, aber niemand sah nach unten. Niemand sah das Elend, das direkt vor ihren Füßen lag. Ein Mann stieß versehentlich gegen ihre Pfote und fluchte leise, ohne sich umzudrehen. Die Hündin zuckte zusammen, gab aber keinen Laut von sich. Sie versuchte, Blickkontakt aufzunehmen. Ihre großen, braunen Augen waren voller Flehen. Sie erzählten eine Geschichte von Hunger, von Angst, von der reinen Verzweiflung einer Mutter, die ihre Kinder sterben sieht. Ein Kind an der Hand seiner Mutter zeigte auf sie und wollte stehen bleiben, doch die Frau zog es ungeduldig weiter. »Komm jetzt, wir kommen zu spät«, sagte sie. Die Hündin ließ den Kopf sinken. War sie unsichtbar? War ihr Leid bedeutungslos? Der kleinste der Welten wimmerte leise und wurde dann still. Panik ergriff das Herz der Mutter. Sie leckte sein kleines Gesicht, stupste ihn an, versuchte, das Leben in ihn zurückzurufen. Der Schnee fiel dichter nun, bedeckte ihr Fell mit einer weißen Schicht. Die Kälte kroch tiefer, bis in ihre Knochen. Sie spürte, wie ihre Kräfte schwanden. Wenn nicht bald ein Wunder geschah, würde diese Nacht ihre letzte sein. Sie hob den Kopf und stieß ein leises, herzzerreißendes Heulen aus. Und dann blieb jemand stehen. Kein flüchtiger Blick, kein kurzes Zögern. Ein Mann in einem abgetragenen Mantel. Er stand einfach da und sah sie an. In seinen Augen lag keine Eile, keine Abscheu. Nur eine tiefe, unergründliche Traurigkeit, die sich mit ihrer eigenen spiegelte. Er sah die zitternden Bündel unter ihrem Bauch. Er sah den Kampf, den sie kämpfte. Langsam, ganz langsam, ging er in die Hocke. Die Hündin knurrte leise, ein letzter Instinkt zum Schutz ihrer Welten. Doch der Mann zog sich nicht zurück. Er zog seinen Handschuh aus und streckte ihr die nackte Hand entgegen. Sie roch nicht nach Bedrohung. Sie roch nach Tabak und alter Wolle und nach Wärme. Er kramte in seiner Tasche und holte ein halbes Sandwich hervor. Er brach ein Stück ab und legte es vor ihre Schnauze. Sie schlang es herunter, fast ohne zu kauen. »Es ist okay«, flüsterte er. Seine Stimme war rau, aber sanft. »Ich lasse euch hier nicht sterben.« Er wickelte seinen dicken Wollschal ab und breitete ihn auf dem Schnee aus. Mit behutsamen Händen hob er einen Welten nach dem anderen darauf. Der Kleinste regte sich wieder, spürte die Wärme des Stoffes. Die Mutter beobachtete ihn genau, doch sie spürte, dass dieser Mensch anders war. Sie ließ es geschehen. Er nahm das Bündel mit den Welten in den Arm und drückte es an seine Brust. Dann nickte er der Hündin zu. »Komm«, sagte er. Und sie folgte ihm. Sie verließ die kalte Ecke, die ihr Grab hätte werden können. Sie folgte den schweren Stiefeln durch den Schnee, Schritt für Schritt, weg von der Kälte, weg von der Gleichgültigkeit. Zum ersten Mal seit langer Zeit wedelte ihr Schwanz ganz leicht. Sie kamen in eine kleine, warme Wohnung. Es roch nach Suppe und Holzfeuer. Er machte ihr eine Schüssel mit Futter und Wasser. Während sie fraß, schliefen die Welten tief und fest auf einem alten Teppich vor der Heizung. Der Mann saß in seinem Sessel und beobachtete sie.
Draußen heulte der Wind weiter, aber hier drinnen herrschte Frieden. Die Hündin legte ihren Kopf auf ihre Pfoten und schloss die Augen. Sie waren gerettet. Die Menschlichkeit hatte gesiegt. Ein Jahr verging. Wieder fiel der Schnee auf die Stadt, wieder heulte der Wind. Aber dieses Mal war alles anders. In einem kleinen Park rannte eine wunderschöne, kräftige Hündin durch den weißen Pulverschnee. Ihr Fell glänzte wie poliertes Kupfer. Sie fing Schneeflocken mit der Zunge und bellte vor reiner Lebensfreude. Nichts erinnerte mehr an das verängstigte Skelett, das sie einst gewesen war. Und sie war nicht allein. 3 stattliche Junghunde tollten um sie herum, stolperten übereinander, voller Energie und Übermut. Ihre Welpen waren zu prächtigen Hunden herangewachsen. Sie hatten nie wieder Kälte oder Hunger leiden müssen. Der Mann stand mittendrin, lachend, während sie versuchten, ihm seinen Schal zu stibitzen, denselben Schal, der sie einst gewärmt hatte. Sein Lachen hallte durch den Park, lauter als der Wind. Auf dem Heimweg kamen sie an jener dunklen Ecke vorbei. Die Hündin blieb kurz stehen. Sie schnupperte an der kalten Mauer. Für einen Moment wurde ihr Blick ernst. Sie erinnerte sich. Dann spürte sie eine Hand auf ihrem Kopf. »Komm, Mädchen«, sagte er leise. Sie sah zu ihm auf, ihre Augen voller unendlicher Dankbarkeit, und drückte ihre Schnauze in seine warme Handfläche. Das Leben hatte gesiegt. Aus einer Nacht der Verzweiflung war eine Zukunft voller Liebe geworden. Sie waren mehr als nur Gerettete und Retter. Sie waren eine Familie. Und während draußen der Winter tobte, brannte drinnen das ewige Feuer der Freundschaft. Denn manchmal reicht eine einzige gütige Hand, um ein ganzes Universum zu retten.